Und hallo zurück. Wir beschließen unsere Fensteraussicht. Und schauen mal, kann ich hier meinen Raum verlassen? Da. I won't leave without my lockpicks. Okay. Nicht ohne meine Lockpicks. Ich kann auch noch Licht anmachen oder aus. Achso, ich kann auch das Sofa von der Wand rücken. Aber natürlich, jetzt fehlt wieder das Telefon. Ah. Ich habe meine Dietriche. Most detectives feel safe with a gun in their pocket. Me, I prefer lockpicks. At least I know these little fellows won't backfire. So, zum Telefon. Komme ich diesmal rechtzeitig? Where the hell did you go, John? I thought you were on the case. Wer ist denn das? Hey, I'm just doing my job. Next stop, Bobby Yales' place. All right. Just try to be a bit more communicative. You made a crappy impression. And now Sonia has second thoughts about Aha, unser Kleiderschrank von Freund. Unser Boxer. Ich habe keinen guten Eindruck auf sie gemacht, aber war ich so mitfühlend und habe ihr sogar mein Beileid ausgedrückt. Also ich habe etwas Schwierigkeiten, die Leute allein an ihrer Stimme zu erkennen. Aber ich gehe nochmal hier in die Übersicht. Es war Jake Ostiombe. Ich weiß etwas Neues von Sonja. Ja, hat sich aber hier nicht niedergeschlagen. Weekly ist aufgetaucht im Buch, im Notizbuch. Er arbeitet für das Boulevardblatt What's News. Das Foto ist aber, die Bilder stimmen aber. So, jetzt haben wir die richtigen Weekly-Bilder. Ist er ein Skunk, ein Stinktier oder, weiß ich nicht, der weiße Streifen müsste eigentlich auf dem Rücken sein. Ich habe etwas Schwierigkeiten zuzuordnen, was für ein Tier er sein soll, aber wir werden ihn ja vielleicht auch mal live sehen, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Okay. Sonst irgendwas Neues? So, ich muss auch noch zu Bobby Yales Adresse irgendwann mich da mal umgucken. Von Joe Dunn wissen wir nichts Neues. Von Sonja Dunn habe ich gerade erfahren, dass sie doch nicht mehr so zufrieden mit uns ist. Das steht aber noch nicht hier. Jake hat es uns gesagt. Von Eugene Colbert. Nichts Neues. Kann ich irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen inzwischen? Marilyn Dunn Joey. Das kann ich auswählen. Und dann kann ich das mit irgendetwas in Zusammenhang bringen. Ne. Beim besten Willen nicht. Auf dem Boden ist ein Farbfleck. Jemand hat einen Farbeimer umgeworfen oder in die Mülltonne geworfen. Weiße Fingerabdrücke sind im Boxclub. Und daraus folgt aber leider nichts. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie dieses Nachdenken und Schlussfolgern funktioniert. Aber wie es aussieht, trage ich immer ein paar Indizien zusammen. Und wenn die zu etwas führen, dann zeigt sich das. Hier wohl eine mögliche Schlussfolgerung. Aber hier hat sich noch nichts gezeigt. Dann machen wir mal weiter. Zuerst zurück zum Spinde und dann irgendwann zur Wohnung unseres verschwundenen Boxers, würde ich sagen, ist mein Plan. Hier ist jedenfalls nichts weiter. Kann ich das Sofa wieder ranrücken, vielleicht? Oder bleibt das jetzt so? Ich glaube, das bleibt so. So, jetzt kann ich gehen. Looking back, I wish I'd never found my lockpicks. Maybe I wouldn't have gone back to the gym. All hell was about to break loose. Okay, jetzt geht's offensichtlich so richtig los und dann so richtig rund.
Das ist jetzt aber nicht am Gym, wo wir hier sind. Bobby Yale's place was on the way, so I decided to drop by, lockpicks in hand. The gym could wait. Okay, Bobby Yales Wohnung. Sonia and Jake had already searched the place, to no avail. Und die Polizei, wie wir gehört haben, hat wenig Interesse. Ja, toll. Ah, so, hier bin ich richtig. Und jetzt dem genauso. Ah. But a good detective would have better luck. I know it might not seem like it, but... Oh. When someone hits you like that, you know you're onto something. It's only fair to show some gratitude. Aua. At least in the novels. Ich war nicht schnell genug mit dem Daumen und wollte auf den Zeigefinger wechseln und das war mein Verhängnis. When someone hits you like that, you know you're onto something. It's only fair to show some gratitude. Nimm das. Well. Long time no see. My wife just called me. I owe you one. Now leave before my partner... Damn cat. Well done, Colbert. Now. How about this? For every wrong answer, I'm gonna give it to you with his Ich club. hatte keine Chance abzuhauen, ne? Calm down, will you? Revenge is a dish best served... Wrong answer. Sie haben beide diesen First, Glücksklee-Anstecker. well, second question. What the hell are you doing here? I'm a private eye. Sonia Dunn hired me to find Bobby Yale. I hate detectives. Ja, das nächste ist die Katzensinne, werde ich einsetzen. Now, where were we? What the hell are you doing here? Ich habe die ehrliche Antwort gegeben. Jetzt wollen wir erstmal Katzensinne einsetzen. Es gibt zwei Dinge zu sehen bei ihm. Zu hören gibt's nichts. Wo haben wir denn was? Am Auge? It should start to swell any moment now. Aha, wir haben ein Pfeilchen gehauen. Das kann nicht mehr so lange dauern. Ja, hier der Anstecker. A shamrock? Is he Irish? Und das war alles, was ich hier begutachten konnte. Weiter gibt es nichts zu hören, nichts zu sehen, nichts zu riechen. Vielen Dank. Seriously, what the hell are you doing here? Lenken wir mal ab. Are you of Irish descent? I've got an Irish boss, just like my friend Colbert here. I'm sure the name O'Leary rings a bell, right? Desmond O'Leary. If you live in New York City, you've certainly heard of the richest bookie in town. After everything that's happened, I was beginning to feel like this case was finally moving forward. Wrong answer. But I was wrong. Alrighty, let's try again. What the hell are you doing here? Ich kenne Colbert und seine Frau. Hilft das I was? know your friend Colbert and his wife. Now he wants to insult you. All right then, he's all yours. All right. Now it's your turn. I'll call the boss. O'Leary, den Buchmacher. Die bei solchen Boxkämpfen I want ja you to immer yell viel like I'm verdienen. beating the crap out of you, okay? Okay, Colbert. Desmond, we caught some damn detectives snooping around Bobby Yale's place. Yeah, hired by Dunn's daughter.
Safe and sound? What do you mean, exactly? Oh, sure. Will do. Colbert, stop hitting him, you beast. What a shame. We were just getting to know each other. O'Learys Männer bewachen Yales Apartment. Habe ich mein Pfeilchen noch? Nee. Ist halt immer... Na doch, ein bisschen ist noch zu sehen. So, hier wird sich wohl nichts verändert haben seit unserem letzten Besuch. Sonja im Büro. Das kann ich nicht sehen. Wahrscheinlich ist sie nicht da. Ich will aber sowieso erstmal zur Umkleide. War die nicht an dieser Seite der Wand? Wo laufe ich denn wieder hin? Ich verirre mich hier. Ja, nur die Sprüche, die haben wir schon gelesen. Ah, das ist der Hinterausgang. Das haben wir aber auch schon gelesen. Das ist jetzt flimmert, ist ein Bug. Da habe ich doch was gehört. Trainiert hier jemand? Hallihallo, wer bist du denn? Mein Kumpel. Thanks, pal. So, what else can you tell me about Dunn's death? Well, not much. My memory's not what it used to be. What was Joe Dunn like? He was a decent man. Have you seen all those slogans on the wall? Those motivational phrases? Joe really believed in them. All of them. Alkohol? I found an empty wine bottle on the rooftop. Did Joe Dunn drink? Only for a while, back when his wife died. But eventually he quit. After that, he'd only drink on special occasions. Gab es da oben etwas Besonderes zu feiern? Joe oder Joey? Vielleicht, wer durfte ihn Joey nennen? Joey Dunn. Huh? Nobody called him Joey. Well, maybe his wife. Although, she didn't call him anything after she died. Toller Humor. Was ist mit seinem Saxophon? He played the saxophone, right? Yeah, pretty well for a white boy. But he quit when his wife died. Makes no sense, right? I mean, nothing draws chicks like the brass. Why quit when you're finally free? Wie sieht's mit Sonja Dunn aus? Was What weißt can du you über tell me die? about Sonia Dunn? She's hot, ain't she? Ihr scheint euch zu verstehen. You two seem to get along nicely. Well, I've known her since she was a baby. But she sure has grown, if you get my drift. I hadn't seen her since she left for college about 4 years ago. It seems like her father's death didn't really upset her. Well, she likes to play it cool, which makes her really hot. Bobby Yale, was weißt du über Do you den? have any idea where Bobby Yale could be? Not a clue. Hier kommen jetzt aber viele Fragen ins Spiel. Was ist mit seinem Apartment, das wir gerade I besichtigt haben? dropped by Bobby Yale's apartment. I think he might be involved with O'Leary, the bookmaker. You sure? Yale had some dark years, no doubt, but Dunn turned him into a decent guy. I'm no detective, but I wouldn't follow that lead. Hier gibt es ja viel, was ich Ihnen fragen kann. Toll. You said Yale joined a gang back in the day? Know which one?
Hell, I don't know, John. This is New York City. There are more gangs than people. Okay. If Yale's gonna fight the reigning champion, he's got a big career ahead of him. He hasn't lost a single fight since he turned pro. The little bastard beat the socks off me a few years back. Do you know any of his relatives? His father, Avenarius. Avenarius? The boxer poet? Didn't he disappear 20 years ago? Yeah, and his wife, Bobby's mom, died shortly after. Dunn is the closest thing the family the poor kids had ever since. Was weißt du über Rassismus? Dunn wasn't black, but he allowed you and Bobby Yale to train here. Yeah, this was the first integrated gym in the city, I think. But not everyone liked that, hmm? You've seen the graffitis, right? If I get my hands on that bastard... Okay, dann trainieren wir weiter. I better let you get back to your drills. All right. Also Bobby Yale müssen wir uns offensichtlich auch als Schwarzen vorstellen. Dann, was ja aus dem Bild, das ich hier nochmal hervorzaubere, nicht unbedingt hervorgeht. Wo ist er? Bobby Yale, unser verschwundener Boxer, von dem wir einiges gehört haben. Er sieht für mich jetzt nicht unbedingt so aus, als müsste man einen Schwarzen direkt in ihm vermuten, aber offensichtlich soll es so sein. Ans Todestags verschwunden. Adresse wissen wir und darunter haben wir eingetragen, Sohn von Avenarius, Boxpoet, ebenfalls verschwunden. Das Verschwinden kommt in der Familie offensichtlich öfter vor. Nein. Warum bist du denn links rumgegangen? Steuert sich hier etwas schwierig, der Herr Privatdetektiv. Jetzt knacken wir mal den Spind. Oh, ich muss kein Minispiel absolvieren. Whole and Other Poems. Und das andere Buch kriegen wir später. Bei Abraham Greenberg. Loch und andere Gedichte, ja. Und oben. Ihr eigenes tragbares Fitnesscenter, bis zu 5 robuste Federn, um ihren Oberkörper zu stählen. Nanu, dieser Expander. Fügen Sie weitere Federn hinzu, wenn Sie an Kraft zulegen. Der Expander selber fehlt, die Zusatzfedern sind noch da. Das hat sich unser invalider Freund im Hinterhof unter den Nagel gerissen, nachdem es jemand anders in den Müll geworfen hat. Okay, und mehr ist hier nicht. Es lässt mich weiter voller Fragen. Die gesammelten Hinweise lassen eine Schlussfolgerung zu. Da bin ich aber mal gespannt. Gut, dass mir das gesagt wird. Oh, auf dem... So, was könnte es denn sein? Jemand hat einen Expander in die Mülltonne geworfen. Damit wird es wohl zusammenhängen. Was kann es noch sein? Halt, bleib da. Der Spinde steckt voller Überraschungen. Ich glaube, ich muss Brute Force anwenden. Ich komme nicht drauf. Oh, was ich hier finden soll. Hallo? Well, I know this much. The chest expander in the trash Ja, belongs gut. to Yale. Ja, den Schluss hatte ich schon lange gezogen. Ich dachte, da kommt noch mehr. Yale hat dann... Was war das? Was war der Eintrag zu Yale? Haben wir da was hinzubekommen? Ein Expanderschachtel in seinem Spind. Und daraus folgt für uns jetzt dann damit umgebracht und dann in den Müll geworfen. Aber warum sollte er das tun? Und dann noch die Spuren
nicht komplett beseitigen, indem man zum Beispiel den Expander mitnimmt. Also wir müssen als Möglichkeit aber mit in Betracht ziehen, dass dann nicht in der Schlinge gestorben ist, sondern vorher schon erwürgt wurde, vielleicht mit diesem Expander, mit diesen Expanderfedern. Oh, hier sind noch mehr Spinde jetzt auf einmal zugänglich geworden. Was haben wir denn hier? Da oben haben wir einen, hier unten haben wir einen. Of course. Der sieht aufgebrochen aus. Von Johnny, irgendwem. Kann ich den bitte nochmal sehen? Den Namen habe ich nicht lesen können. Kann ich bitte mal... Es war irgendein Johnny, dessen Spind mit roher Gewalt aufgebrochen worden ist. Okay. Und da unten Mike Butler oben und unten der Kollege heißt Arthur Tucker. Da sind ja einige interessante Dinge drin, zum Beispiel ein blutverschmierter Lappen, wie es aussieht. Smells like paint. Oder Farbe. In Arthur Tuckers Spind ist ein fleckiges Handtuch. Und ein Foto. Arctic Nation Strike Again. Ist er ein Eisbär? Die arktische Nation schlägt wieder zu. Integration is a mortal sin. Der ist ein weißer Rassist. Anführer der Extremistenorganisation stehen neben Arthur Tucker, dem knienden Hund, einem von 7 Mitgliedern, die bei den Unruhen verhaftet wurden. Okay, das könnte der Urheber der Schmierereien natürlich sein. Mr. Tucker, ein Amateurboxer, hat angeblich einem Polizisten den Kiefer gebrochen. Bastards. Ein weißer Hund. Okay, und was ist das für eine Flagge? The proud South. Aha, das kennen US-Amerikaner wahrscheinlich besser als unser eins. Kann ich jetzt wieder einen Schluss ziehen? Sag ich doch. Die gesammelten Hinweise lassen eine neue Schlussfolgerung zu. Nämlich, dass er der Rassist sein könnte, der den Spind beschmiert hat. Auf Yales Spind sind rassistische Schmierereien. Wo ist er denn? Arthur Tucker painted the racial slur on Yale's locker. Naja, allerdings ging das nicht aus dem schmutzigen Handtuch hervor, sondern eher aus dem Zeitungsausschnitt. Aber wir machen hier unser Detektivexamen offensichtlich. Den Spind kann ich auch öfter noch inspizieren, wie es aussieht. Kann ich wieder aufmachen. Ich vermute aber, es ist keine neue Information drin. Nee. Die Südstaatenflagge, das Foto der Rassisten, ein Baseballschläger im Hintergrund offensichtlich und ein farb- oder blutverschmiertes Handtuch. Wer weiß. Im Boxclub braucht man eigentlich keinen Baseballschläger. Ich hänge ein wenig durch. Na, habe ich neue Dialogoptionen? Was ist mit dem Rassismus? Not all folks are as open-minded as Dunn. I happen to know who painted the lockers. Arthur Tucker. I knew it. I knew it was him, that bastard. I'm gonna whip the white out of him. Ja. Könnte das die Farbe gewesen sein, mit der der Spind beschmiert worden ist? Man beachtet, in der Zeit gab es wahrscheinlich noch keine Spraydosen. Man musste mit dem Pinsel Schmierereien verüben. Und dabei kann natürlich auch irgendwie ein Lappen mal ganz hilfreich sein, mit dem man sich vielleicht die Farbe wieder abwischt oder so. Ist allerdings farblich nicht hundertprozentig klar zuzuordnen. Ich gehe nochmal rauf ins Büro und gucke, ob Sonja da ist. Und dann rufe ich den Kommissar Smirnov an, glaube ich.
Weil jetzt hat mein Verdacht, dass Rassismus eine Rolle spielen könnte, doch etwas mehr Hand und Fuß. Sonja da? Sonja ist da. Habe Miss ich mit Dunn, ihr. can I Aha. run a couple of questions by you? If they'll help you find Yale, go ahead. Was sind das für Papiere, die Sie da gerade What's haben? in those papers you're going through? Red tape. Great. If you find something, please let me know. I thought you were the detective. You do your job, and I'll do mine. Sie spielt ja gern die Coole, wurde uns gesagt. Ich setze mal meine Katzensinne ein. Es gibt etwas zu hören und 2 Dinge zu sehen. Das ist das Plakat für den kommenden Kampf, oder? Hallo? Der stille What the- Luchs. What's wrong? Someone's taking pictures from the rooftop. Are you sure? I'll go take a look. Oh, ich komme hier gar nicht dazu. Ich näher Now, mit Sonja who's zu. that rope for, Miss Dunn? Weekly. Weekly, der Geschäftige. What the hell are you doing here? Das kommt immer so überraschend. Was ist Weekly für ein Tier? Hey, look! Isn't that Cassidy? Cassidy das Walross? Don't change the subject, you sad little... Why don't we settle this over ice cream, huh, John? Just like in the good old days. How did you get up here? I don't want anyone to see you. Er scheint sehr kletterfähig zu sein. Ist er ein Marder? Everyone, even the most hapless of creatures, has a gift. Something that makes them special, that makes them worth knowing. Foul-smelling Weekly is no exception. No matter what he does, it's impossible to stay mad at him for too long. This bourbon shake is delicious. Want a taste? You know I don't like milk. Your loss. So, Joe Dunn hangs himself and leaves his gym to his daughter, which makes her the first woman to run a boxing gym, I think. The real question is, why did he commit suicide? Well, it's pretty obvious. Is that so? Care to shed some light on this, Sherlock? Well, there's no need to look for reasons. People hang themselves every day out of sadness. And stuff like that. End of story. Seine Tochter It's vielleicht? clear that his daughter didn't love him. I don't have kids, but imagine having one that doesn't love you. Seems like a good enough reason to hang yourself, especially if you're a widower. Well, it doesn't really matter. It's just a hunch. I wouldn't bet my life on it. I've got other suspects, like O'Leary, the bookmaker. Desmond O'Leary? The same O'Leary who used to date Helen Moore? America's sweetheart? Now that's a woman. And then there's the walrus. Who was that guy? Come on. You've never heard of Frank Cassidy? The president of the Boxing Managers Association? Who's also Stone's agent, Bobby Yale's rival. He might know why Dunn killed himself, right? I decided to ask Weekly to investigate Cassidy. My reasons? Weekly had already proven to be nosy. The farther I kept him from the gym, the better. Plus, any information found on Cassidy could be useful. You never know. But with Weekly, you just never know what the best approach might be. Should I give him an order or a subtle suggestion? Better subtle. Yeah, you might be right about Cassidy. But, it won't be easy to make him talk. He seems like a pretty tough cookie. Only a thorough and efficient detective could pull it off. But the problem is, I already got enough on my plate. You're a lucky man.
John Blacksad? I don't follow. You just found the thorough detective you need. Oh, of course. What a great idea. How did I not think of you? Hey, don't sweat it. But you'll have to do me a favor. Tell Sonia Dunn that a legendary journalist from What's News wants an interview. Weekly, please. Well, if not, bye-bye, Cassidy. All right. I'll see what I can do. Great. That's settled then. So, die Komplexität nimmt auf jeden Fall zu. Ich muss zusehen, dass ich in meinem Kopf diese Namen alle sortiert bekomme und niemand verwechsle in naher Zukunft. So, was there really someone on the roof? Das werden wir gleich beantworten. Nein, ich werde jetzt schon. Ich würde sagen, nur ein Freund von mir. Dann bin There ich- was, but it was just a friend of mine. Oh, so now your friends are spying on me. Look, I had nothing to do with it. I even got him to stop. Sure you did. So, hier werden wir gleich unser Gespräch mit Sonia Dunn fortsetzen und uns weiter Jazz und Blues widmen. Aber erstmal machen wir eine kleine Pause. Bis gleich. Ciao, ciao.